Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute habe ich ein ganz besonderes Video, denn es gibt von der Firma Best Malz ein neues Malz, das nennt sich Röstweizen Hell. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube das war im März, da ist mir aufgefallen, dass es sein könnte, dass das dem Torrefied Wheat, das man aus dem Englischen kennt, sehr ähnlich ist. Ich habe dann bei der Firma angefragt, ob die denn vergleichen könnten, wie die Malze hergestellt werden. Und die Aussage war dann, ja, das ist gut möglich, dass die sehr gleich sind oder sehr ähnlich sind. Ich solle das doch mal ausprobieren. Und die waren dann so nett und haben mir eine kleine Probe von ungefähr 300 Gramm zugeschickt. Daraus habe ich dann 3 Testbiere gemacht. Und ich habe jetzt hier einmal ein Testbier mit Torrefied Wheat, eins mit dem Röstweizen Hell und eins, da habe ich nach dem Rezept aus dem Hobbybrauerforum selber das Weizen angeröstet. Also Weizenkörner kann man ja im Biomarkt oder auch sonst wo problemlos kaufen. Und das waren dann, glaube ich, 10 Minuten bei 190 Grad. Ich habe die Einstellungen vom Backofen aufgenommen. Ja, das Wichtige beim Torrefied Wheat ist ja, dass es zur Schaumstabilität beiträgt und zumindest mit der Art von Bieren, die ich so kenne, kann es bei hoher Schüttung auch so einen sahnigen Geschmack in das Bier bringen, der zum Beispiel bei so einem Schokoladenstout sehr, sehr gut ankommt. Ich habe die jetzt alle 3 mit 20% von dem Torrefied Wheat bzw. Röstweizen Hell bzw. Selbstgemachtes Röstweizen gebraut. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das so verhält. Also die Kohlensäure meint es sehr gut mit mir. Das ist natürlich schön, wenn man den Schaum auch beobachten will. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die Hefe, die ich benutzt habe, war die Voyager Hefe und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die Voyager Hefe, was für sehr alte, lang fortgeführte Hefen nicht unüblich ist, dass die einfach ermüdet ist und dann kann das auch die Schaumstabilität beeinträchtigen. Ihr seht jetzt hier links war die kommerzielle Referenz im Torrefied Wheat. Das Best Malz scheint sich ähnlich gut zu schlagen. Das hier hat jetzt nicht so gezischt, vielleicht die Kohlensäure ein bisschen weniger. Schauen wir mal. Das Bierbrauen hat nicht perfekt funktioniert. Ich hatte erst versucht mit der Sapphire S04, die ich noch von früher fortgeführt hatte, weiterzuarbeiten. Die war allerdings so platt, da kam überhaupt nichts mehr und da musste ich noch schnell umdisponieren. Und das hat auch dazu geführt, dass die Sude sehr lange ohne Hefe standen. Und ich glaube, es könnte sein, dass ich bei einem oder dem anderen ein bisschen komischen Nachgeschmack schmecke, aber das sage ich dann gleich. Also Schaumstabilität ist jetzt nicht prima, das vermute ich liegt an der Hefe, aber was ganz, ganz wichtig ist, es ist bei allen 3 sehr gleich. Dass das erstmal Schaum gibt und dann jetzt langsam abflacht. Ich probiere jetzt mal die Commercial Calibration, nennt man das ja beim Verkosten, also das kommerzielle. Leicht sahniger Geruch, ansonsten sehr neutral. Ich benutze ja bei meinen Testbieren immer nur einen Bitterhopfen, den Challenger, den Northern Brewer, genau, Northern Brewer. Und so auf eine milde Bitterstufe, so 25 IBU müssten das sein. Und dann tue ich da sonst nichts rein, also keinen hellen Hopfen, das ist nur Pale Ale Malz mit eben 20% von dem Spezialmalz. Ja, leicht cremig im Mund, bisschen säuerlich, das könnte auch, es kann jetzt sein, dass das eins von denen ist, die vielleicht doch was abgekriegt haben von der Fremdhefe, aber könnte auch an dem Weizen liegen. Weizenmalze können ja leicht säuerlich schmecken und ich meine, Torrefied Wheat kann das auch. Vergleichen wir mal direkt. Ja, sehr ähnlicher Geruch. Ist zurückhaltender. Also tatsächlich das Best Röstweizen Hell scheint weniger den sahnigen Geschmack und auch weniger Säure oder sowas zu erzeugen. Es schmeckt tatsächlich mehr so, wie wenn ich ein Testbier mache, wo ich keinen Röstweizen hinzufüge. Dann schauen wir mal nach dem selbstgemachten Röstweizen. Bei dem selbstgemachten Röstweizen ist mir aufgefallen, dass das sehr intensiv riecht. Also es riecht wirklich nach so getoastetem, nach Popcorn. Ich hoffe mal, das schlägt sich jetzt hier nicht übertrieben wieder. Nee, tatsächlich, das riecht genauso wie die anderen Biere. Ja,
Hat auch einen leicht sahnigen Geschmack. Ist ein bisschen ausgeprägter bei dem hier als bei dem Bestmalz. Wenn ich die jetzt so kritisch vergleichen wollen würde, würde ich sagen, das Englische könnte sein, dass das doch etwas stärkere Sahnigkeit hinzufügt. Allerdings, wenn das nicht gewünscht ist, wäre das Bestmalz dann auf jeden Fall die Sorte der Wahl, weil das ist am neutralsten. Und das Selbstgemachte ist so ein bisschen in der Mitte, irgendwie so zwischendrin. Genau. Das Röstweizenhell ist ja jetzt ein relativ neues Malz und ich habe mal bei dem Hobbybrauerversand, Hopfen und Meer heißt die Firma, angefragt. Die haben ja auch einige von deren Malzen im Sortiment, aber die haben gesagt, die würden jetzt erstmal nicht anfangen, direkt wieder ein neues Malz ins Sortiment einzuführen. Man kann aber über die, wenn man möchte, so 25 Kilo Säcke kaufen. Also falls ihr eine Brauerei habt, die englische Biere braut, dann wäre das wahrscheinlich die richtige Methode. Ansonsten ja, muss man mal gucken, wo man das in Zukunft erwerben kann. Ist auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit. Natürlich nicht Reinheitsgebot-konform, aber wer mit Interesse am Reinheitsgebot auf diesem Kanal guckt, ich glaube, den kriege ich spätestens dann abgeschreckt, wenn ich mal Invertzucker betrachte. Darum kann es ja nicht gehen, wenn es um englische Biere geht. Ja, sonst, Farbe seht ihr auch, dass die ist sehr ähnlich. Es könnte sein, dass das vom besten Ticken dunkler ist. Da müsste allerdings der Füllstand auch gleich, ja doch, das ist vergleichbar. Also man kann ja so Biere auch nur bei gleichem Füllstand immer betrachten, sonst sieht das eine, wenn es dünner ist, auch heller aus. Das könnte einen ganz kleinen Ticken dunkler sein. Das ist noch so eine Sache, die man vielleicht beachten möchte. Ja, ansonsten schaut es euch mal an, wenn ihr schlecht an Torrefied Wheat kommt, was ja mit dem Brexit immer mal Probleme aufwirft. Vielleicht gibt es auch in Zukunft andere Händler, die das übernehmen oder man kann es dann doch direkt aus England kaufen. Das muss man sehen, wie sich das entwickelt. Jedenfalls, wenn ihr Zugriff auf das Best Röstweizenhell habt, nutzt es für solche englischen Biere, also zum Beispiel in einem Stout statt Gerstenflocken wie beim Guinness kann man Torrefied Wheat immer super benutzen und auch in den normalen englischen Bitters ist oft Torrefied Wheat drin, um die Schaumstabilität zu erhöhen. Ja. Dann könnt ihr jetzt vielleicht nochmal gucken, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat. Man sieht nämlich bei dem Torrefied Wheat, dass das am ehesten noch hier so am Rand so ein bisschen hängt. Das ist bei dem Röstweizenhell weniger und bei meinem selbstgemachten wieder ein bisschen mehr. Also es kann sein, dass das Bestmalz in allen drei Eigenschaften ein klein bisschen schwächer ist als das aus England erhältliche Torrefied Wheat. Jo, das würde ich so jetzt mal als Übersicht stehen lassen. Das ist einfach ein kleines Video jetzt für zwischendurch. Als nächstes kommt nochmal ein Video zum Thema Hopfenextrakte und das übernächste Video ist dann das, was ich beim letzten Video versprochen habe, nämlich eine Verkostung von den in Deutschland erhältlichen Karamalzen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.